Das sieht richtig krass aus da hinten. Mega geil, ey. Da schlägt das Landschaftsfotograf-Herz doch wieder höher. Ja, der Regen nimmt auf jeden Fall wieder zu. Wir haben hier die Alpha 1, wie die Alpha 9. Sind gerade noch Drohne geflogen. Am Limit, würde ich sagen. Sassan tut hier mega seriös. Der hat gerade so kranke Bilder gemacht. Wirklich krank, also geisteskrank. Es ist geisteskrank. Alter Schwede, was ist denn hier nur los? Das ist so ein schönes Tier einfach. Perfekta. Pura vida. Mega krass. Also überall hat es geleuchtet. Alle Augen haben gefunkelt. Hier bestimmt, was würdest du sagen, 80, 90? 100? Ja, richtig viele Kaimane auf jeden Fall. Also unzählig viele Augenpaare haben wir gesehen. Ich bin hier gerade mit meinem Sony-Kollegen Sassan hier und wir haben gerade eine amerikanische Kreischeule gesichtet. Die ist wohl ziemlich selten, deswegen müssen wir leise sein. Wir sind ja mitten im Dschungel und es ist mega wild. Bleibt auf jeden Fall dran. In diesem Vlog geht es um Wildlife-Fotografie und wie auch ihr bessere Fotos in der Natur machen könnt. Es ist ganz früh am Morgen, wir sind hier unterwegs im Fluss. Moin Sassan. Moin, moin. Und ja, hier gibt es Krokodile, aber das hält uns nicht ab, einfach mal in den Fluss zu gehen. No, I think both are outside because the ringed one just got on the electricity line. Ah, he coming. Oh ja, er kommt, Roger. Er kommt zu dir. Nice. Das hat man richtig schön gesehen, wie er in die Bruthöhle reinfliegt. Ja, ganz spannend auch bei Eisvögeln. Die haben nicht klassisch, wie man es denkt, Nester in den Baumkronen, sondern Steilhänge, die meistens direkt am Fluss sind. Und dort haben sie Bruthöhlen, also tatsächlich gar keine Nester. Und das hat natürlich den Vorteil, dass sie direkt am Wasser sind. Sprich Eisvögel, Kingfisher, die sind sehr, sehr gut im Fischen oder im Jagen von Fischen. Und die sind dann direkt schon an ihrer Nahrungsquelle sozusagen dran. Und deswegen ist das jetzt quasi unser Heim- oder Hauptspot sozusagen, um die Vögel in ihrem Habitat zu fotografieren und zu filmen. Und das klappt ganz gut. Der Ringed Fisher, hier ist ein Pärchen, die sind sehr aktiv. Das heißt, die fliegen immer aus der Höhle raus, fischen und kommen dann direkt nochmal zurück. Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch für uns, weil wir sehr viele Möglichkeiten haben, den zu fotografieren oder die beiden zu fotografieren und zu filmen. Ja, wir sehen hier gerade Brüllaffen, die man auch bestenfalls ganz gut hören kann. So verrückt. Die sind meistens in größeren Gruppen unterwegs. Jetzt gerade ruft nur einer, aber manchmal ist es auch so, dass 10, 15 gleichzeitig rufen und es hört sich mega, mega spannend an. Wenn man mitten im Amazonas ist und dann zum Beispiel zu solchen Geräuschen dann auch aufwacht und weiß, okay, man ist wirklich von dieser Wildnis umgeben. In dem Gewässer hinter uns haben wir eben sehr laute Schläge gehört und da war ein Tapir unterwegs. Is it because Mama from Costa Rica? Is it dangerous? No, no. It's not dangerous. Jetzt hat mich Sassan gerade nochmal gewarnt, ein bisschen aufpassen, weil in solchen Gewässern auch öfter mal Giftschlangen unterwegs sind. Abgesehen von den ganzen Spinnen, die hier rumkrabbeln. Also, die Fotos muss man sich auf jeden Fall verdienen. Ich bin froh, dass ich hier 2 Profis dabei habe, weil ohne die wäre ich ja aufgeschmissen. Und wir haben auch noch einen Local Guide mit, der genau weiß, wo welche Nester sind und wo welche Tiere sind. Aber es ist mega wild. Also das hier hat nichts mit Naturpark zu tun oder mit einem Zoobesuch. Es ist wirklich mitten im Dschungel und es macht mega Spaß. Abwechslungsreich, aber auch echt anstrengend. Hier unten sind 2 Pfeilgiftfrösche. So, 2. Tag im Dschungel und jetzt haben wir hier eine ganz besondere Spezie. Nicht Sassan, sondern wir haben hier hinten den Michael Jackson Vogel. Ja. Ja, genau, ein sehr, sehr schöner schwarz-roter Vogel, der nach Michael Jackson auch benannt wird, weil er extrem schöne Tanzmoves drauf hat, die er hier gerade präsentiert. Was muss man für so einen Vogel, oder was hast du jetzt für Einstellungen, um den Vogel zu catchern? Und was hast du für eine Kamera und für ein Setup überhaupt?
Das ist eine ausgezeichnete Frage, würde ich sagen. Auf jeden Fall hier das große Objektiv ist das Sony 600 GM. Es ist vor allem sehr, sehr gut für solche Lowlight-Situationen, weil es eine Blende von 4 besitzt, was für 600 mm schon sehr attraktiv ist. Die Kamera ist eine A9 III. Ich filme hier gerade mit 4K 120 FPS, sprich mit einem 240. Verschlusszeit, ISO 2000, da S-Log 3. Was war für dich die größte Challenge in den letzten Jahren, wo du gesagt hast, ich habe da mehrere Tage vielleicht an einem Ort verbracht und so? Also das, was am anstrengendsten in Anführungsstrichen war oder das, was mich am meisten Geduld gekostet hat, war auf jeden Fall Jaguar in Ecuador zu fotografieren und zu filmen. Wir waren insgesamt 2,5 Monate dort und haben tatsächlich keine einzige gute Aufnahme von denen hinbekommen. Also gar keine Aufnahme, wir haben nur Fußspuren und Hinterlassenschaften von denen gefunden, aber leider keine Fotografien erlangen können. Dann sind wir nach Bolivien nach 2,5 Monaten, dort hat es dann geklappt und das ist tatsächlich echt ein Paradebeispiel dafür, wie unberechenbar Wildlife ist. Das heißt, ich kann natürlich nicht den Jaguar anrufen und sagen, wir treffen uns um 18 Uhr am Flussbett und machen ein Fotoshooting zusammen, wie das mit Models natürlich geht. Das macht das Ganze natürlich eine ganze Ecke spannender, aber auch viel, viel, viel schwieriger zu planen. Es kann natürlich auch sein, dass man zum Beispiel nach Brasilien ins Pantanal geht, am ersten Tag schon 3 Jaguare sieht. Dort ist die Population natürlich auch eine ganze Ecke größer. Aber das macht das Thema natürlich viel, viel spannender, aber auch tatsächlich viel schwieriger. Und wenn du dann aber den Shot bekommst, nach ewigem Warten und sowas, ist wahrscheinlich ein ziemlich geiles Gefühl. Auf jeden Fall, ja. Und was ist denn dein Lieblingsshot, wo du sagst, der Shot hat mir so viel, jetzt gar nicht vielleicht bildtechnisch, wo du sagst, der Komposition ist geil, sondern wo du sagst, ich bin so happy, dass ich dieses Tier in diesem Moment bekommen habe. Gibt es da einen Moment, wo du sagst, that's the shot? Ja, mit Sicherheit. Also es war einmal ein Gepard in Südafrika und wir waren die ganze Zeit auf der Suche nach Leoparden gewesen und ich hatte irgendwie gar nicht so das Auge für Geparden gehabt und wir hatten wunderschönes Licht gehabt und Geparden haben den Kopf immer relativ weit unten und haben so einen leicht bösen Blick drauf. Und genau in dem Moment hat er in die Kamera geschaut und ich habe durch den Sucher direkt Gänsehaut bekommen. Das ist einer meiner Favoritenmomente auf jeden Fall. Einen wunderschönen guten Morgen aus Cano Negro. Nachdem wir gestern die Fledermäuse fotografiert haben, was ziemlich spektakulär war. Denn wir haben Nachtaufnahmen gemacht mit Blitzen. 3 Blitze aufgestellt und dann ein bisschen Zucker in so eine Blume reingespritzt. Und dadurch haben wir Fledermäuse angelockt und waren in der Lage, ziemlich geile Bilder zu machen. So, Wetter hat ein bisschen zugezogen, würde ich sagen. Da lassen wir uns nicht von abkriegen. Sind eh schon nass. Ja. Jetzt haben wir mal die Vögel so ein bisschen außer Acht gelassen, haben mal geguckt, was gibt es denn so in den Gewässern. Und wie vielleicht der ein oder andere weiß, gibt es in solchen Gewässern ganz oft Krokodile, Alligatoren oder auch... Kaimane sind im Vergleich zu Alligatoren und Krokodilen die kleinsten in ihrer Familie. Mega krass, also überall hat es geleuchtet, alle Augen haben gefunkelt. Hier bestimmt, was würdest du sagen, 80, 90, 100? Ja, richtig viele Kaimane auf jeden Fall. Also unzählig viele Augenpaare haben wir gesehen und das ist schon wirklich erschreckend, aber auch mega inspirierend. Und eigentlich wollten wir hier ein paar B-Roll-Sachen drehen, wie Sasan ins Wasser geht mit der Alpha 9 und dem Stativ und so ein bisschen behind the scenes, wie er am Wasser steht. Ich bin ganz froh, dass wir es nicht gemacht haben. Ja, ich denke auch. Okay, wir sehen uns morgen zum Sonnenaufgang und dann machen wir noch ein paar geile Shots. Jetzt erstmal, nichts chillen. Wir gehen jetzt eigentlich nochmal Nachttour machen. Night Guiding, ja. Night Guiding, also kein Ende in Sicht. So Freunde, wir haben hier gerade einen Ring Kingfisher gefunden, der sitzt hier oben und verspeist gerade einen Fisch. Wir sind hier auf dem Boot und ich habe hier mein Stativ aufgebaut mit der Alpha 1 und dem 600er Blende 4. Das klappt ganz gut. Da oben sitzt er in dem Baum und schaut mal, was hier noch alles so sich tümmelt. Wir haben hier auch überall Kaimane rumsitzen. Ich schätze mal 5 Meter entfernt von uns. Der Kumpel ist relativ interessiert, aber noch ist alles gut. Ansonsten haben wir hier hinten auch unsere Kapitäne, die schnell zur Stelle sind, wenn wir losfahren müssen. Und hier, beste Guide ever, Christian. Wir haben gerade einen Ring Kingfisher gesehen. Ich denke, es ist ein Männchen. Einer der größten oder der größte Kingfisher, den man hier findet. Und ich glaube weltweit der zweitgrößte Kingfisher, also wirklich sehr, sehr groß. Und er hat einen sehr großen Fisch gefangen, der fast ein Drittel bis zur Hälfte seiner eigenen Körpergröße hatte. Und um ihn zu essen, musste er quasi ihn erstmal die Knochen sozusagen brechen und hat ihn jetzt fast 20 Minuten lang gegen einen Ast gehämmert. Und wir hatten sehr, sehr lange Zeit gehabt, um ihn zu filmen, zu fotografieren.
in Slow Motion, in 4K, hochkant, Querformat. Und das ist echt ein Wahnsinnserlebnis. Und das merkt man vor allem, wenn die Guides anfangen selber zu fotografieren, dass es etwas ganz, ganz Besonderes ist. Ja, Dennis, passt am besten hier so ein bisschen auf wegen den Schlangen. Gerade hier am Ufer sind die oft mal hier vorzufinden. Okay. Vielleicht auch noch ein paar Spinnen? Ja, mit Sicherheit, ja. Da muss man echt ein bisschen aufpassen tatsächlich. In Deutschland haben wir natürlich das Privileg, dass die meisten oder fast alle Tierarten gar nicht so gefährlich für uns sind. Außer wenn wir jetzt mal einer Wildschweinherde im Wald begegnen, das war es aber auch schon. Aber tatsächlich ist hier alles ziemlich von Prädatoren geprägt und giftigen Tieren. Da muss man schon etwas achtsamer herumlaufen als in Deutschland zumindest. I think one is here and one is like 10 meters between. Ja. Hey. Was hast du gesehen? Good eyes. Wir haben Brüllaffen, er hat Brüllaffen gesehen tatsächlich, er hat wirklich ein Adlerauge. Und diese zwei schwarzen Punkte da hinten sind tatsächlich zwei Brüllaffen. Aber zu weit weg, um eine schöne Aufnahme zu machen. Aber trotzdem faszinierend, sie zu sehen. Christian, how can you see animals in every place all over the... It's I born in Costa Rica. It's easy, yeah. Easy for me, yeah. Yeah. But man, you see everything. Everything. Yeah. I like. Unser Guide hat gerade einen Fischbussard gesehen. Der sitzt da oben auf dem Baum und den werden wir uns jetzt vor die Linse holen, indem wir ihn ködern mit einem Fisch, was auch sonst. Und er wird dann einen Sturzflug auf den Fisch machen. Das zu capturen wird allerdings eine Herausforderung, weil natürlich der Sturzflug sehr schnell sein wird und wir auch noch nicht genau wissen, wo der Fisch landen wird. Dann haben wir lange Brennweiten wie 600 mm und dann genau das Framing zu finden, wird eine Herausforderung. Ich glaube... Ich bin sehr glücklich, ja. Also es ist immer ein bisschen schwierig, die Tiere genau zu erwischen in der Mitte und gerade mit 600 mm zu tracken. Wir nutzen hier die A9 III mit 300 mm und Zweifach-Telekonverter. Sprich, wir kommen da auf 600 mm Festbrennweite und da kann man natürlich nicht wie bei dem 200-600 rein und rauszoomen. Aber der hat eine ziemlich entspannte Fluglinie gehabt, sprich er ist ziemlich direkt geradlinig zu dem Fisch geflogen und das macht es natürlich für mich viel, viel einfacher und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es geklappt hat. So sehen zufriedene Gesichter aus. Ja, ja, sehr, sehr glücklich auf jeden Fall. Ist fast schon tatsächlich eine Reizüberflutung. Was heißt, es ist schon eine Reizüberflutung hier. Wir hatten jetzt den Fischbussard gehabt, dann haben wir zwei Eisvögel gehabt. Einer hat einen richtig, richtig großen Fisch gefangen gehabt. Dann haben wir verschiedene Kormoranarten hier. Dann haben wir Kaimane. Man weiß gar nicht, was man zuerst fotografieren soll. Aber es ist wirklich wunderschön. Und glücklicherweise haben wir kein bestimmtes Ziel. Sprich, alles, was vor die Linse läuft, ist für uns bzw. für mich mega interessant. Und demnach haben wir einiges auf der Speicherkarte schon gespeichert. Was hast du jetzt vor, Sascha? Ich versuche auf Augenhöhe mit den Tieren zu kommen, mit den Eulen. Wir sitzen hier 2 Bäume weiter. Jetzt schauen wir mal, dass das hier einigermaßen klappt. Aber ich weiß noch nicht, ob ich mit 600 mm auskomme. Vielleicht benutzen wir auch das 600 GM mit dem 202-fach Telekonverter. Es bleibt also spannend. Good luck. Dankeschön. Ich hoffe, es sind keine Schlangen hier. Keine Schlangen. Keine Schlangen, keine Ameisen oder Spinnen oder Skorpione. Alles im grünen Bereich. Hat es sich gelohnt? Nee, es war okay, aber man könnte es ja mal gleich einblenden. Das Problem ist, dass da auch ein paar Äste im Weg sind. Also man erkennt schon das Tier ganz gut, aber ist jetzt kein super cleaner Shot, wo man das ganze Tier sehr, sehr schön sieht oder im schönen Licht. Aber ja, ich habe es mir ein bisschen besser vorgestellt gehabt, dass ich einen grünen Hintergrund habe, aber leider ist kein Baum in dem Winkel im Hintergrund, dass der Hintergrund schön dunkel wird und das Tier dann quasi über den Kontrast hervorsteht. Aber so ist das manchmal, kann man auch nicht vorher wissen. Also wir sind ja jetzt in Costa Rica, 12 Stunden Flug von Deutschland. Ist immer die Frage, muss man so weit reisen, um Wildlife zu fotografieren oder können wir das sogar in Deutschland vor der Haustür machen? Ja, also in Deutschland geht es sehr, sehr gut. Wir haben sogar Seeadler, wir haben Eisvögel, wir haben verschiedene Habichte, Greifvögel, mit sehr, sehr viel Glück sogar auch Luchse, aber auch Füchse habt ihr bestimmt schon gesehen. Also man kann einiges an Wildlife in Deutschland erfassen. Hier in den exotischen Ländern gibt es natürlich auch andere Tierarten nochmal, aber auch europaweit gibt es sehr, sehr, sehr viele verschiedene Tiere. Also ihr müsst auf jeden Fall nicht so weit reisen, um schöne Tierbilder zu machen. Was braucht man an Technik? Ja, definitiv würde ich sagen, eine Kamera, die einen einigermaßen schnellen Autofokus hat. Das muss jetzt kein High-End-Modell sein, das kann auch schon eine A7 III, mit der kann man auch schon, also Sony A7 III, ziemlich gute Bilder machen. Bestenfalls Optiken, die etwas längere Brennweiten besitzen. Es muss auf jeden Fall auch keine Festbrennweite sein. Das kann ein, ich glaube, 70-350 sein, ein Zoom-Objektiv von Sony, was ziemlich gut ist. Ein 100-400 oder auch teilweise 24-105 kann man auch als Reise-Zoom ein bisschen auch schon für Wildlife nutzen, je nachdem, was man fotografieren möchte. Wenn es etwas hochwertiger sein soll, das Sony 200-600G, also von 200 bis 600 mm. Aber ich würde sagen, erst die Technik zu beherrschen mit ganz viel Übung, gerade, das hast du auch miterlebt, gerade Vögel im Flug, Birds in Flight,
die perfekt über eine längere Distanz sehr konstant zu tracken, das braucht einfach sehr, sehr viel Übung. Und wenn sowas sitzt, da ist es schon die halbe Miete mit der Technik. Der Rest ist dann eine Mischung aus Geduld und Glück, würde ich sagen. Genau, im Prinzip ist es bei mir so, dass ich auf die ISO gar nicht mehr so viel Rücksicht nehme. Sprich, das Wichtigste ist erstmal, dass die Blende so weit offen ist, wie es geht. Das ist bei 300 mm Blende 2.8 und wenn ich den Telekonverter nutze 5.6. Das heißt, die ist erstmal fix. Und die Verschlusszeit ist dann irgendwas zwischen 1/320. Und ein 3200. Also ein 10-fach-Faktor liegt dazwischen. Und das kommt ganz drauf an, ob das Tier gerade sich bewegt, ob ich mich viel bewege. Dann bin ich eher im niedrigen Verschlusszeitbereich, also wenn es etwas länger belichtet wird. Aber sobald Vögel im Flug sind, bei der Jagd, Eisvogel darunter stützt, dann ist mindestens ein 2500. Oder 3200. Und die ISO muss in dem Sinne einfach nachziehen. Also mehr Auswahl habe ich auch nicht, die Kamera auch nicht. Und lieber habe ich ein verrauschtes Bild statt ein Bild, welches eine Bewegungsunschärfe durch eine zu langsame Verschlusszeit aufweist. Und durch das Verrauschen kriegt man in den Griff. Gerade bei den Kameras ist es gar kein Problem. Und selbst wenn die ISO mal 6400 oder noch höher ist, kann man das einfach denoisen und dann passt das auch. Das heißt, du machst immer ISO-Auto und den Rest fix, oder wie? Genau, ISO-Auto. Mein Daumen ist dann hierbei aber auf der Belichtungskorrektur. Und Verschlusszeit spielt hier dann die ganze Zeit rum. Seltenen Fällen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe und denke mir, okay, der Vogel könnte da jetzt runterspringen oder beziehungsweise runterfliegen, dann mache ich die ISO fix, gehe den Weg ab und sehe, okay, das wäre eine gute ISO 1000 beispielsweise, und dann ziehe ich einfach nur noch nach, sodass die Kamera die ISO auch nicht mehr korrigieren muss, sondern durchgehend die ISO fix ist. Ahí, amigo. Ahí viene, ahí viene. Vamos. Ahí. Ja, einer der größten, oder es ist sogar der größte Kingfisher, den man hier in dem Gebiet finden kann. Der einzige, der noch größer ist, der Giant Kingfisher, der glaube ich in Afrika zu finden ist. Und mit knapp 38 cm kann der auch relativ große Fische fangen. Absolut. Sasan tut hier mega seriös, der hat gerade so kranke Bilder gemacht, wirklich krank. Also ich habe es probiert mit der Alpha 1, 600er, oder nee, 300 plus Zweifach-Konverter. Er hat die Alpha 9 mit dem 600er. Und die 120 Bilder mit Global Shutter, ohne jetzt irgendwie werbend zu sein, es ist geisteskrank. Es ist geisteskrank. Und das Bild, was er gemacht hat, Alter, ich blende es gerade mal ein. Das ist einfach so geil. Also, Sasan, du bist ruhig, als würdest du das jeden Tag machen. Dankeschön. Ja. Scheiden ist auch noch. Und jetzt holen wir hier unseren Kollegen wieder ab. Der hat in den Schlangen gebadet. Alter Schwede, was ist denn hier nur los? Ich glaube, wir sind alle überfordert. Wir haben halt so viel erlebt, wie manche in 2 Wochen Safari nicht erleben. Wie viel Uhr haben wir? 2 Uhr? Wir haben es 13 Uhr oder so. Das ist so krank. Sieht so schön aus. Das ist so ein schönes Tier einfach. Vor allem sobald die fliegen, siehst du die ganzen Punkte unterhalb der Flügel. Und die ganzen Details sieht man auch mit dem Auge gar nicht. Dafür brauchst du einfach eine gute Kamera. Look, look, look. He's there, he's there. Did you catch some fish? Yeah. Tiene pescado. Sí. Kingfisher, Kingfisher, coming. Look, look. Hey. Normally I shoot landscapes. This is much more relaxing. It's crazy. Ja. Allá. Na klar. Wenn wir jetzt noch einen Jaguar sehen, das macht mein Herz auf jeden Fall nicht mehr mit. Das kann ich dir versprechen. Ein Jaguar und Sasan ist tot. This guy grew up in the jungle. Vamos un toquecito ahí. Oh yeah. But you can't see his face there. Behind the leaves, yeah. Now it's clear. Oh yeah. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist ein guter Guide, der im Dschungel aufgewachsen ist und die Sprache der Tiere spricht und vor allem auch sie erkennt. Also Christian erkennt die kleinsten Vögel auf einem Abstand von 300-400 Metern. Das ist Wahnsinn. This one hanging. What is it? Is it an iguana? Iguana, sí? Many iguanas. The big one. Zweite Ja. Speicherkarte schon, das ist krass. Ja. Ohne A9. Ohne A9. Madre mía. Lange nicht. Ah,
this one. Look, this one. Very nice. Clear. Oh yeah, yeah. Hanging. Oh. Now. Hope you can see the tail. Oh my god. Beautiful. I'm dying. Sounds like my camera. Was ein Sound. Krass. Yeah, Eddie. Pura vida, ¿vale? Pura vida. It's coming. Momento. He try again. Atención. Wow, holy shit. Qué bárbaro, ¿va? Das ist insane. Die Kamera ist so overpowered. Schaut euch die Geschwindigkeit dieser Kamera an. Das ist der absolute Wahnsinn. Da sieht man, mit wie viel Druck der ins Wasser reingeht und direkt nochmal rauskommt. Sí, claro, pues están mejor que los míos. No están golpeados ya. Nächste Serie. Hier sieht man denen ihr zweites Augenlid sehr gut, das halb durchsichtig ist. Das haben sie offen, also das machen sie über das Auge, damit sie im Wasser sehen können, aber das Auge noch quasi geschützt ist. Das ist wie eine Taucherbrille quasi. Das ist super faszinierend. Como ahí igual. Beautiful. Super schönes Tier. One more caiman. You still have energy, right? Long day today. Very nice. Pura vida. Oh, You guys need a camera. perfecta. Solo buena. So krass, wenn dieses Adrenalin in dir reinströmt und du durch den Suchreiz die Tiere siehst. Das ist hey, pick me! Pick me! It was this size and like orange. Orange purple. Also jetzt haben wir gerade den American Pygmy Kingfisher fotografiert und das war sehr schwierig, weil der, wie der Name schon sagt, Pygmy sehr klein ist, also Zwerg sozusagen. Und da ist natürlich immer das Problem, wie oder wo soll die Kamera fokussieren. Gerade jetzt hier im Gestrüpp war das super schwierig gewesen. Deswegen habe ich hier den Schalter Full-Time DMF, Direct Manual Focus, aktiviert. Das bedeutet, ich nutze das Objektiv wie gewohnt, setze aber manuell den Fokus vor und sage der Kamera, dass sie in dem Bereich sozusagen fokussieren soll. Also es ist eine enorme Hilfe für die Kamera selbst, um zu wissen, okay, in welchem Bereich in diesem ganzen Gestrüpp soll ich denn überhaupt danach suchen. Sonst ist es super schwierig für die Kamera überhaupt auszufinden, ja, ist da ein Vogel oder hier das Tier, was du fotografieren möchtest. Und mit dem DMF könnt ihr dann sagen, okay, ich setze den Fokus schon mal vor, der muss auch nicht so genau sein, dann erkennt er direkt schon, da ist ein Vogel und setzt den Fokus direkt auf das Auge. Anders ist es einfach zu schwer, der pumpt das so ein bisschen hin und her und findet gar nicht das Tier zum Beispiel. So, die Sonne geht gerade unter. Sasan hat seinen Platz eingenommen im Wasser. So, Sasan is in the water. The drone is up. We have a beautiful sunset. And this is our location right now. And we have a friend here. I can't get too close, but he's watching at us. Hello, friend. Also wäre das nicht alles schon genug, dass das Wasser nass ist und matschig und vielleicht auch ein paar Blutegel hat? Nein, wir haben hier auch ein paar Freunde am Start, unter anderem ihn hier. Und er macht sich gerade aus dem Staub. Freunde, wir sind angekommen an unserem letzten Spot auf dieser Reise. Heute Abend geht es nach Hause, beziehungsweise für mich geht es weiter nach Guatemala. Da habe ich noch eine Produktion für eine Woche und das ist auch der letzte Shooting-Tag, den ich mit Sasan habe. Ich drehe ja für Sasan so ein kleines Porträt über die Alpha 9 Mark III. Die Tiervielfalt haben wir jetzt dargestellt und jetzt geht es darum, nochmal zu zeigen, was landschaftlich hier so in Costa Rica abgeht.
Und deswegen sind wir bei den Blue Falls. Das sind 6 Wasserfälle, die ja durch so einen Hiking-Trail verbunden sind. Und die gucken wir uns heute mal an. Wir werden Sasan noch ein bisschen platzieren. Ein paar coole Shots, wie er die Kamera hebt. Mit den riesigen Wasserfällen im Hintergrund. Ein paar Walking-Shots. Und vielleicht sehen wir auch noch das ein oder andere Tier. In diesem Video soll es nicht nur um Fototipps gehen, sondern auch um Überlebenstipps. Und wir sind ja jetzt hier an den Blue Falls, das heißt, wir haben Wasserfälle, wir haben Flüsse, wir haben hohes Gras und es hat die Nacht geregnet. Perfekte Voraussetzung für Schlangen. Und hier in Costa Rica gibt es viele giftige Schlangen. Und Sasan hat gerade einen Tipp gegeben, mit dem hätte ich persönlich überhaupt nicht gerechnet. Und zwar meinte er zu mir, wenn du gebissen wirst, mach ein Foto von der Schlange, wenn es irgendwie geht. Warum zur Hölle soll ich, wenn ich da liege, noch ein Foto machen? So. Magst du das mal erklären? Ja, das Foto ist natürlich für Instagram. Nein, natürlich nicht. Sondern es ist vielmehr dafür da, dass, wenn ihr zum Beispiel im Krankenhaus eingeliefert werdet, ihr den Ärzten zeigen könnt, welche Schlange euch gebissen hat. Wenn ihr ein professioneller Guide seid, dann könnt ihr das natürlich direkt erkennen. Wisst, das ist eine Pit Viper, super giftig und welches Gegengift genutzt werden soll. Aber die meisten Menschen sind eben nicht so fit und ich bin auch nicht so ultra fit, was die Erkennung von Schlangen angeht. Und deswegen, wenn ihr in einem größeren Team seid, wäre es super gut, wenn jeder Bescheid weiß, sobald ihr eine Schlange seht und ihr habt die Situation, dass einer gebissen wurde, dass 2, 3 versuchen, ein Foto von der Schlange zu machen, weil das natürlich Folge einfach viel einfacher für die Ärzte ist, wie gesagt, da ein Gegengift zu finden. Ja, wilde Tiere und giftige Schlangen und Bären, die einen auffressen oder so, aber es passiert halt tatsächlich immer wieder und es ist ein Risiko, was man nicht vernachlässigen sollte. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, checkt mal das Video aus Kanada. Da war ich ja auch unterwegs mit Bärenspray und ja, alleine quasi im Wald, was auch sehr grenzwertig war. Und ja, da hatte ich teilweise auch ziemlich brenzlige Situationen. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Und ich hoffe, dass es hier ähnlich ausgeht wie in Kanada, nämlich ohne Zwischenfälle. Das sieht richtig krass aus da hinten. Du läufst hier über Brücken direkt am Wasser entlang und der View hier, auch mit dem Nebel noch, mega geil, ey. Da schlägt das Landschaftsfotograf Herz doch wieder höher. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Perspektiven und jetzt haben wir was ganz Geiles gebaut. Wir haben eine Alpha 1 an eine Alpha 9 gemountet. Abgespaced. Und das Ganze ist dafür gedacht, dass wir eine neue Perspektive kreieren, dass quasi die Alpha 9 im Fokus ist und dann der Background sozusagen sich wechselt, aber die Kamera bleibt immer in derselben Position. Wir haben hier die Alpha 1, die Alpha 9 filmt mit dem 300er GM. Das haben wir hier so ein bisschen über Magic Arms gelöst, zwischendurch noch ein Cage mit reingebastelt. Also sehr experimentell. Ich glaube, Shitty-Rix wäre stolz auf uns. Und jetzt können wir einen ganz geilen Shot machen. Dreh mal die Kamera bitte. Genau, so sieht der Shot aus. Und wenn Sasan sich jetzt bewegt, dann bleibt quasi die Kamera immer an derselben Position. Und wir haben einen ziemlich coolen Effekt, den wir halt immer so zwischenschneiden können. Ja, der Regen nimmt auf jeden Fall wieder zu. Wir sind gerade noch Drohne geflogen. Am Limit, würde ich sagen. Also viel mehr würde ich der Mavic nicht mehr zutrauen. Weil wir sind direkt am Wasserfall und es kommt immer mal so ein monsunartiger Regen runter. Und ja, wenn du dann halt bei der Drohne in der Luft bist, dann ist es meist schon zu spät. Aber ich muss sagen, die Mavic performt echt sehr gut. Costa Rica 7 Tage mit Sasan. Jetzt am Ende nochmal richtig gib ihm. Auf jeden Fall. Vom Wetter wie aber auch von den Strecken. Aber so ist das. Geile Vielfalt. Vielen Dank für die ganzen Tipps, ey. Kann ich jetzt zurückgeben, lieber. Und es war eine mega geile Zeit. Checkt auf jeden Fall das Video aus, was ich für Sasan hier gedreht habe. Da geht es um die Alpha 9 und das 300er GM. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Folgt Sasan auf Insta, YouTube, TikTok, überall. Dankeschön. Es war mir ein Fest, Dennis, auf jeden Fall. Immer wieder gerne. Echt geil. Over and out, Costa Rica. Ciao. Geil, richtig zerstört und nass. Das ist ziemlich